Ein Revox B225. Der B225 ist bereits vollständig revisioniert. Heute geht es auf Wunsch darum zu zeigen, wie ich diese Taste Kalibrierton am B225 dafür nutzen kann, den USB-Eingang, wenn ich den verbaut habe, das ist dieses Modul, dann zu schalten. Und zwar zwischen CD-Wiedergabe, die natürlich Standard ist, wenn ich das Gerät einschalte, und eben den Streaming-Eingang über Computer, Laptop, Handy, was auch immer. So, dann diese Taste, die schaltet ja serienmäßig den 1 Kilohertz Kalibrierton. Das hört sich so an. So, und dann will ich das heute einmal umbauen. Zuerst schalte ich das alles aus. Entstöpseln. So, ich entnehme die zweite Platine von rechts, das ist die Decoder-Platine. Hier sitzt also oben links ein Flip-Flop, so gesehen ein digitales Relais, das mittels Signal über diese Taste dann entweder das digitale Signal vom SAA 7000 kommend oder eben den Kalibrierton, der hier generiert wird, weiterzugeben an die Analogplatine. Dafür schauen wir uns einmal den Schaltplan an. Ich positioniere die Kamera einmal um. So, das ist jetzt der betreffende Bereich aus dem Schaltplan. Hier sitzt, also das ist dieses so gesehen digitale Relais. Das ist der SAA 7000. Und wie man hier an dem Schaltbild erkennen kann, ist, wenn das Relais angezogen hat, sehe ich hier an den Leiterbahnen, zack, hier geht es durch, schaltet das die beiden Digitalsignale durch. Das ist also hier DLCF, das ist für den linken Kanal, oder DRCF, das ist für den rechten Kanal. Also in diesem geschalteten Zustand, wenn hier 5 Volt drauf liegen, dann habe ich das also das digitale Signal, was auch von der CD ausgelesen wird, hier vom SAA 7000 durchgeschaltet zur Analogplatine. Diesen Bereich vergessen wir mal. Hier wird eben dieser Kalibrierton generiert. Und dieses Signal, was dieses Relais schaltet, das ist hier Kal und dann ist hier so ein Strich drüber. Das heißt, der Kalibrierton ist geschaltet, wenn hier eben nicht 5 Volt drauf liegen, sondern eben 0 Volt. Wenn ich über die Taste drücke, hier die Kalibrierton-Taste an der Front, dann liegen hier 0 Volt an. Das Relais löst und lässt dann den Kalibrierton durch. Und dieses Signal Kalibrierton, das wollen wir jetzt nutzen, um eben dann hier dem Schaltmodul vom USB-Eingang zu sagen, dass es jetzt das Streaming durchschalten soll zu den Wandlern TDR 1540. Das heißt, ich muss irgendwie dieses Kabel hier anbinden an dieses Signal, Kal minus so gesehen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich brauche hier ein positives Signal, um das Modul zu schalten, also plus 5 Volt. Also von der Logik ist es genau umgedreht. Und deshalb übernehme ich jetzt hier eine kleine Änderung an diesem Decoderboard und löte diesen Chip hier aus, dieses digitale Relais. Das hier ist der SAA 7000, da kommt das Relais durch, das Signal durch. Das können wir hier, wie gesagt, alles vergessen. Hier wird der Kalibrierton generiert und löte das einmal aus, um dieses Signal Kal minus zu invertieren.
Hier habe ich auch eine Anleitung als PDF. Verlinke ich das einmal in der Videobeschreibung. Ich brauche also, um so ein Signal zu invertieren, brauche ich nicht viel. Da brauche ich nur 2 Widerstände und einen Transistor. So, das ist im Prinzip das Schaltbild. Das ist relativ einfach. Das kann man sich dann mal runterladen und anschauen. Und hier ist auch noch mal eine Draufsicht, wie diese Bauteile am einfachsten da in diese Platine einzubringen sind. So, und das mache ich jetzt ganz einfach mal. Dann positioniere ich die Kamera wieder mal um. Entlöten, da nehme ich immer ein bisschen Flussmittel, dann geht das wesentlich einfacher. Und dann löte ich jetzt einfach diesen hier mal aus. Die Pistole ist vielleicht schon heiß. Schauen wir mal. So, und dann markiere ich mir noch, wo Pin 1 ist. Das sehe ich ja hier vorne, ist die Markierung. Da, das ist Pin 1. Und dann bringe ich jetzt einfach die Bauteile auf. So wie ich das, man sieht das jetzt hier nicht, das ist ein bisschen dünn beim Ausdrucken. Das ist jetzt die Position, wo dieser Flip-Flop da gesessen hat. Und dann löte ich jetzt einfach diese 3 Bauteile mal ein. So, zuerst habe ich den Transistor da reingesetzt. Und zwar mit dem rechten Beinchen hier auf das letzte Loch da. Das linke Beinchen einfach nach links weggebogen und einmal das mittlere Beinchen nach oben weggebogen. Da kümmere ich mich gleich drum und habe das dann einfach hier da schon mal angelötet. Als nächstes nehme ich den 10 Kilo Ohm Widerstand und stecke den hier von Pin 4 auf der Unterseite so einfach durch. So, und dann gucken die Enden da so raus. Dann löte ich das einmal an. Den am letzten Pin, den kann ich schon abkneifen. Den Draht, der hier durchschaut, den brauche ich also nicht mehr. Und hier an dem Draht unten, da muss ich jetzt dieses linke Beinchen von dem Transistor mit anlöten. Und das Kabel, das hinterher zu dem Schaltmodul vom USB-Eingang führt. Biege ich mir das einmal hier so rum.
und das Kabel auch verzinnen. Kabel mit anlöten und dann den überschüssigen Draht einfach abkneifen. So, das ist soweit. Dann muss ich jetzt nur noch einen Widerstand einbringen, und zwar von Pin 1 zu dem mittleren von dem Transistor. Das Überschüssige wieder abkneifen, dann den Widerstand an der unteren Seite anlöten. So, das war jetzt die Schaltung, um das Signal zu invertieren, dieses Call. Jetzt muss ich nur noch 2 Drahtbrücken setzen. Und zwar ist das Relais ja nicht mehr vorhanden. Das heißt, das Digitalsignal wird ja nicht mehr durchgeschliffen. Deshalb schalte ich jetzt an dieser Stelle den Durchgang dauerhaft für das Digitalsignal, weil wir das Kalibriertonsignal ja nicht mehr brauchen. Das heißt, ich muss jetzt hier von Pin 10 nach Pin 9 eine Drahtbrücke setzen und von Pin 12 nach Pin 13, damit das Digitalsignal für die Audiowiedergabe dann wieder an das Analogboard weitergegeben wird. Das ist aber hier auch dann eingezeichnet, wo diese Drahtbrücken hin müssen. Einmal hier, einmal da. So, dann setze ich die noch ein. So, Drahtbrücken sind drin. Dann verlöten. So, einmal die Schaltung ganz kurz erklärt. An Pin 16, wo das digitale Relais saß, da liegen 5 Volt an. Da kommt jetzt der 10 Kiloohm Widerstand dran und geht an den Kollektor von dem Transistor. So, und der Transistor, der schaltet hier im Prinzip, wenn das N-Call, wenn der da 5 Volt bekommt, also für die CD-Wiedergabe, wenn der 5 Volt bekommt, schaltet der hier, regt er die Basis an und dann schaltet der Transistor hier durch auf Masse. Das ist hier Masse. So, ich habe im Prinzip, dann macht der Transistor einen Kurzschluss zwischen 5 Volt und Masse. Das ist aber nicht tragisch, weil wir hier den 10 Kiloohm Widerstand dazwischen haben. Das heißt, in dem Fall liegen hier keine 5 Volt an.
Wenn hier 5 Volt anliegen, liegen hier keine 5 Volt an. Wenn aber hier 0 anliegt, also Cal mit dem Strich drüber, minus, wenn hier also 0 Volt anliegt, dann ist dieser Kurzschluss aufgehoben, weil der Transistor nicht mehr durchschaltet. Und dann habe ich im Prinzip diesen Weg hier und habe hier 5 Volt und das USB-Signal wird durchgeschaltet von dem Schaltmodul auf dem Analogboard. So, dann sieht das auch wieder sauber aus. So, und dann kann die Platine auch schon wieder eingebaut werden. Dann will ich das auch einmal testen. Einmal das Multimeter hier mit dem Pluspol an das Schaltkabel. Dann suche ich mir hier einmal die Masse. So, dann brauchen wir noch eine Stromverbindung. So, das Gerät ist eingeschaltet und jedes Mal, wenn ich die Taste drücke, wechselt also hier der Spannungszustand, den ich hier übertrage an das Schaltsignal, an das Schaltmodul. So. 0. Und wenn ich die Taste drücke, 5. Nochmal 0. Und wenn ich das Gerät das erste Mal einschalte, dann ist da also immer 0 Volt drauf. Aus einem einfachen Grunde, dann ist an dem Schaltmodul die CD-Wiedergabe durchgeschaltet. Und erst wenn ich die Taste drücke, dann wird das Streaming zugeschaltet. Und wenn ich die Taste nochmal drücke, dann wieder CD-Wiedergabe. Und immer wenn die Streaming-Wiedergabe geschaltet ist, steht dann natürlich jetzt hier im Display, sieht man nicht, ein bisschen dunkel, ein bisschen zu hell hier, steht dann da Cal 1000. Das ist also dann auch nochmal eine Orientierung im Display, dass jetzt die USB-Wiedergabe, also das Streaming, geschaltet ist. Das ist also im Prinzip die ganze Schaltungsänderung hier auf dem Decoderboard. So, jetzt möchte ich natürlich auch den USB-Eingang hier reinsetzen. Der kommt dann auf die Analogplatine ganz rechts. Dann nehme ich die Platine einmal raus. So, die Platine ist ja auch schon komplett fertig, überholt, revidiert. Hier kann man einmal anschauen, was jetzt bei diesem Umbau von diesem Gerät alles übrig geblieben ist. Fangen wir mal hier hinten mit dem großen Teil an. Das ist also das alte Display. Das tauschen wir aus gegen ein neues LED mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Das ist also wesentlich besser ablesbar. Das kaufen wir auch zu, das fertigen wir natürlich nicht selber. Nur wenn das so kommt, ist es eigentlich nicht brauchbar. Das müssen wir auch nochmal umbauen. Da kommt also nochmal eine komplett andere LED-Hintergrundbeleuchtung rein. Sonst ist das zu ungleichmäßig, wenn wir das geliefert bekommen. Und auch viel zu hell, viel zu aggressiv. Das heißt, das ändern wir dann nochmal. Was haben wir sonst noch hier? Das ja, verschiedene Operationsverstärker, Halbleiter, Gleichrichter. Die Glühbirnen brauchen wir natürlich dann auch nicht mehr, die alten, wenn wir das hintergrundbeleuchtete LED-Display einbauen.
ja, dann hier mal die ganzen Kondensatoren. Hier bei diesen überall, also so gut wie die Philips Halbleiter waren oder sind, so schlecht sind die Kondensatoren, wo überall Philips draufsteht. Oder ob das diese axialen sind. Also überall, wo Philips draufsteht, die sind in der Regel immer komplett tot. Die müssen da komplett raus. Dann geht es weiter. Hier haben wir ein Ausgangsrelais, das wird erneuert. Und naja, hier Kram. Das sind dann die originalen Plastikfüße. Die sind jetzt hier auch auf Kundenwunsch, sind die dann hier in unsere Damping Feeds getauscht worden. Die sind auch aus Silikon gefertigt, die Füße. Die sind also jetzt hier in der Höhe und in der Ausstattung sind die exakt jetzt für den B225 zum Beispiel entwickelt worden. Ja, das ist natürlich klar. So ein Kunststofffuß, der dämpft da irgendwie nicht so viel. Und die haben hier also ganz andere Eigenschaften. So, das ist der ganze alte Kram. Das muss dann alles im Zuge einer Revision getauscht werden. Hier sind die Metronom-Operationsverstärker. Einmal der Metronom-Sockel unter den beiden Wandlern. Das ist die sogenannte NOS-Bridge. Die kommt jetzt raus. Hier sitzt ja ursprünglich der Digitalfilter. Hier bei so einem digitalen Signal kann ich ruhig den Sockel verwenden, das ist kein Problem. Und hier wird jetzt einfach das Schaltmodul eingesteckt statt dieser Oversampling Bridge. Und da muss ich nur noch das Ganze hier befestigen. Und dafür muss man hier zwei kleine Löchlein bohren. Da kann ich also das hier auch als Schablone nutzen zum Anzeichnen. Und dann sieht man auch, wo hier Platz ist. Und dann kann ich einfach das USB-Modul hier mit zwei Schräubchen an der Analogplatine sehr komfortabel befestigen. Das ist also dann so bombenfest. Da wackelt nichts. Und dann kann ich das Schaltmodul einfach schon einstecken. Zack. Und hier in dieses Modul, da wird ja hinterher dann der USB-Eingang an die Rückseite einfach gelegt. Das wird ja einfach da eingesteckt. Das mache ich dann hinterher, wenn ich das in den Gehäusedeckel in die Rückwand dann eingebracht habe. Das kommt dann gleich. Im Prinzip kann ich diese Platine schon wieder einsetzen und das Kabel von der Decoder-Platine, das wird dann einfach hier da eingesteckt. Das Schräubchen wieder rein. So, und das Kabel, das kann ich dann später einfach hier rüber führen. Hier ist also genug Platz. Also Abstand zum Gehäusedeckel, steckt das einfach ein. Und das war schon der ganze elektrische Teil. Dann geht es weiter. Jetzt muss ich natürlich das hier, diese USB-Buchse an die Rückwand irgendwo einbringen. Das mache ich dann an der Rückwand des Gehäusedeckels. Der Deckel geht ja hier rum. Und dann setze ich das so, dass die Buchse hier
zwischen sitzt, also neben den Cinch-Buchsen. Da soll die Buchse dann später sitzen. Und wenn ich den Deckel dann löse, kann ich den Deckel dann auch hier bequem aus dem Modul abziehen, weil das ja verschraubt ist mit dem Deckel, und kann das dann an die Seite legen. Jetzt muss ich an dem Deckel nur eben da die Löchlein bohren, eben anzeichnen. Die 2 Löchlein bohren, und das hier mit dem Dremel nehme ich das immer raus. Und dann schraube ich das an der Rückwand fest. So, die Löchlein sind alle schon gebohrt. Dann kann ich die Blende schon verschrauben. Und dann sieht das hinterher auch sauber aus. Und dank Stecker kann ich den Deckel dann auch bequem wieder abnehmen und ganz beiseite legen, wenn ich mal an das Geräteinnere will. So, und dann den Deckel wieder aufsetzen. Die USB-Buchse einstecken. Und dann darauf achten, dass das Kabel hier wirklich sauber zwischenliegt und nicht hier über eine Platine ragt. Dann kann ich den Deckel auch wieder anschrauben. So, dann anschließen. Das ist dann jetzt das USB-Kabel. Und dass wir was hören, auch einmal Cinch. So, dann starte ich einfach mal die Wiedergabe von CD. Ja, und jetzt kann ich mit der Taste Kalibrierton einfach auf den Streamer umschalten. Und dann, wie gesagt, steht im Display hier immer Cal 1000. Und nochmal auf die CD schalten. Wenn ich da natürlich auch unser Fernsteuermodul eingebaut habe, dann geht das selbstverständlich auch mit der Fernbedienung. Da habe ich also eine Tastenkombination eingebaut. Das ist die 0 und dann innerhalb 3 Sekunden die Taste 1, also für unser Fernsteuermodul, nicht serienmäßig. Dann kann ich da auch über die Fernbedienung in laufenden Betrieb umschalten. So, Streaming, was ist denn das da gerade? Was läuft denn da? Kann ich da mal mit der Kamera drauf gehen? Das ist Till Brönner, Best of the Worth Years.
sehr ruhige Entspannungsmusik mit Saxophon. At the highest time of night, nobody walks on this road. Not a star, not a constellation on this path that no one. So, was haben wir jetzt hier für eine CD? Wie heißt die denn? Smooth and Turrell. Naja. Gut. Ja, das war's dann soweit hier mit dem Umbau der Taste Kalibrierton zum Steuern des USB-Moduls.